Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Der Legendary Dungeon hat geöffnet und mit ihnen habe ich natürlich auch wieder einen Code für euch parat. Wir hauen dicke Livestreams raus. Heute zwischen 18 und 20 Uhr bin ich vielleicht online und morgen dann zwischen 14 und 15 Uhr startet die dicke neue Equipung auf mein Main. Das wird richtig, richtig fett werden und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dabei. Würde mich definitiv freuen. Ansonsten ist das hier der Legendary Dungeon Code Dorza-92KT. Ja, der gibt euch 25 Pilze und 125 Lucky Coins. Also ja, haben oder nicht haben, könnt ihr hier oben wie immer natürlich dann einlösen beim Pilzdealer. Genau, bei Coupon einlösen hier. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze dann zu nutzen auf jeden Fall. Ne? Ansonsten, ja, es sind hier natürlich auch die Angebote am Start, beziehungsweise läuft auch immer noch das Giveaway von gestern, falls ihr da nicht, falls ihr das verpasst haben solltet. Ihr habt noch Zeit, am Oktober-Paket-Giveaway dran teilzunehmen, könnt ihr halt 100 € Paysafe-Card gewinnen. Bis Sonntag 15 Uhr geht das Ganze noch. Ja, könnt ihr hier einfach auf das Video von gestern gehen und dann das machen, was dort gesagt wird, und dann nehmt ihr hier schon automatisch dran teil, ist komplett kostenlos, deswegen, schaut da auf jeden Fall vorbei, Video von gestern reinziehen und wie gesagt, bis Sonntag habt ihr da noch Zeit, ganz easy dran teilzunehmen, deswegen, ja, good luck auf jeden Fall an jeden, der da dran teilnehmen sollte. Ja, ansonsten, ja, ihr seht schon, ich habe mich noch nicht getraut, in den LD reinzugehen, weil ich das eigentlich mit euch zusammen machen wollte. Das Ding ist halt bloß, ja, geht mir natürlich wieder ein bisschen was flöten auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht mal geschafft, mir den Legendary Dungeon Trailer anzuschauen. Das ist auch das, was wir jetzt auch als nächstes machen werden. Denn den haben wir uns bisher auch immer zusammen angeschaut. Und wie gesagt, ich habe es jetzt bisher leider noch nicht wirklich geschafft. Aber ich hoffe mal, also wir kriegen das jetzt auf jeden Fall hin. Wir machen das jetzt auf jeden Fall und ich bin gespannt, wie der Trailer sein wird. Für mich persönlich immer jedes Mal ein Highlight, diese Trailer. Deswegen lass uns das mal zusammen anschauen hier. Ja, let's go. Wir gehen rein. Oh, die Lautstärke ist ein bisschen laut, glaube ich, ne? So. Okay, das ist hier dieser, das habe ich schon mal gesehen. Shakes spielt jetzt quasi hier diesen einen Barkeeper, diesen asiatischen Barkeeper. Habe ich schon mal irgendwo, keine Ahnung, auf Instagram oder irgendwo gesehen, der da so übelst die Tricks drauf hat hier. Gar keine Mimik. Ja, sehr stark. Er rafft gar nicht, was abgeht. Ja, nice, Alter. Ja, ein bisschen an der falschen Location hier, ne? Ja, stark. Stark, stark, stark. Ja, sieht ja auch lustig aus. Das Gesicht, Alter. Das sieht ja mal so niedlich aus, ne? Ja, sehr schön. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Also Thema ist natürlich Oktoberfest, ne? Ist ja ganz klar. Und da ist man natürlich mit extravaganten Cocktail-Mixturen da am falschen Platz, weil die Leute natürlich da ein schönes Maß Bier haben wollen, ne? Obwohl auch ein schöner Cocktail, sage ich euch auch ganz offen und ehrlich, nicht zu
verschmähen sein sollte. Ja. Aber gut, das auf jeden Fall dazu. Ja, Trailer ist auf jeden Fall mal wieder wie jedes Mal eigentlich sehr, sehr, sehr gelungen. Und für mich persönlich auch jedes Mal immer vor dem Legendary Dungeon ein kleines Highlight, beziehungsweise können wir uns da schon mal warm machen, ja, so ein bisschen drauf. Ansonsten werden wir auch schon mal so ein bisschen weitermachen, unsere Begleiter entrüsten. Wir haben ja, also ich habe hier gestern mein komplettes Inventar leer gemacht, weil war ja Hexentanz, so, oder ist immer noch. Ne, wir haben ja extrem viele Events am Start hier. Und ja, jetzt werden wir erstmal noch, bevor wir morgen dann in den Legendary Dungeon reingehen werden wir natürlich erstmal heute noch wieder ein bisschen unsere Klo-Aura hochleveln. Ja, und das auch gleich hier, zack, zweimal. So, 130 haben wir, 330 werden wir dann morgen hitten. Das heißt, wir werden pünktlich, wenn wir uns neu equippen, morgen Aura-Stufe 245 erreichen. Ja, und damit dann, hat er das schon aktualisiert hier. Ansonsten, ja, damit dann nochmal unsere Gegenstandsqualität nochmal leicht steigern. Und das kommt natürlich sehr gut, dass wir jetzt hier, das ist so ein kleiner Vorteil, dass wir auf F9 spielen, dadurch, dass wir die Events natürlich einen Tag früher haben. Ja, jetzt haben wir 47, genau, der hat das bloß nicht aktualisiert, dass wir hier einen Tag früher schon dran sind mit der Klo-Aura. Das ist natürlich ganz nice, denn so können wir die morgen auch nochmal hochsteigern und dann haben wir dann morgen eine Gegenstandsqualität von 1048, womit wir dann den LD betreten werden und wo wir dann unsere Items mit dann, ja, farmen werden auf jeden Fall. Ne? Ja, wir gehen schon mal rein. Ich werde aber die Runs natürlich alle auf Twitch machen. Ja, ich werde mir hier jetzt nur erstmal so die ersten paar Ebenen, dass wir hier schon mal drinne sind. Ja. Ich weiß auch nicht, wie neu der designt ist jetzt hier, der Dungeon. Das kann ich nicht sagen. Es sieht auf jeden Fall sehr geburtstagstechnisch aus. Ja, beziehungsweise halt, ja, eigentlich mehr so, also jetzt weniger wie Oktoberfest, sondern eher so wie eine Geburtstagsparty jetzt so ein bisschen, ne? Ja, aber wir gucken mal. Gut, wir schauen mal, wir gehen mal so ein bisschen, die ersten Runs machen wir mal noch ja, bis wir halt eben sterben, gehen wir hier durch. Und die restlichen Runs, wie gesagt, machen wir dann morgen auf Twitch. Deswegen da auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Boah, was nehmen wir denn hier? Ich würde noch gerne One-Hit-Wonder nutzen, aber wir gehen mal hier. Okay, nice. Können wir gleich ein paar Epics farmen hier. Das packen wir natürlich auch alles schön ein. Das ist sehr cool. Wir haben ja auch 15 Zerlegpunkte. Ja, also wir können hier auch beim Schmied, können wir hier schön Dinge auch zerlegen. Und ich glaube, das werde ich auch mal ein bisschen nutzen. Ja, weil diese Items hier, die seht ihr ja, die bringen nicht sehr viel Gold. Also das lohnt sich kaum, die in den Kessel zu schmeißen oder die aufzubewahren. Die können wir guten Gewissens alle zerlegen eigentlich. Ja, die können alle weg. So, weil wir brauchen eh noch genug Ressourcen. Morgen werden wir die kompletten 15 Zerlegepunkte brauchen, um hier um mein Equipment hier dann zu zerlegen. Da brauchen wir dann morgen alle Punkte für, deswegen ja, nehmen wir die heute mal noch so mit, aber morgen, wie gesagt, können wir das dann nicht mehr machen, weil wir die dann für mein Main-Equipment so weiter brauchen. Ja, solange hebe ich mein Equipment auch noch auf, weil ich dann auch die Runen von meinem jetzigen Equipment dann direkt auf mein neues dann ziehen möchte. Genau, und deswegen ja, wird das jetzt erstmal so ein bisschen noch, ich denke mal beim Alter Ego oder so, das irgendwo dann später gelagert werden, ja. Okay, gut. Zero Death Run hier, wahrscheinlich eher weniger, weil ist ja ein Ultimate Run. In einem Ultimate Run möchte ich persönlich immer so viel wie möglich mitnehmen. An Türen, an Ressourcen, an Gold, Gegenständen, ist ja alles mal 3. Lohnt sich meines Erachtens nicht, 650 Pilze extra zu bezahlen und dann einfach nur durch den Ultimate Dungeon Run durchzurushen. Da hat man nichts von, außer halt die 3 legendären Gegenstände am Ende, aber dafür bezahle ich nicht dann 3-mal so viel. Da möchte ich dann auch 3-mal so viel dann auf den Weg dorthin dann mitnehmen und ansonsten kann man auch normale Runs spielen, ja, wenn man 650 Pilze bezahlt und dann versucht einfach nur so ja, so wenig wie möglich zu sterben, so, weil man alles und jedem ausweicht. Finde ich persönlich
ja, lässt man halt eben alles liegen, vor allen Dingen so die ersten Runs, da kommt ja aus jeder Kiste und aus allen möglichen Plunder kommt da ja dann noch Gold raus, so das hat man ja nachher später auch nicht, deswegen gerade am Anfang ist es nicht schlimm, wenn man 650 Pilze für einen Ultimate Run bezahlt und dann ein bisschen öfter stirbt, weil dann nimmt man auf dem Weg zu den 3 Legis dann alles mit, weil ansonsten lässt man das alles liegen und die 650 Pilze hat man quasi nur dafür bezahlt, 3 Legis dann auf einmal zu bekommen. Ja, meine Sichtweise. Gut, aber das soll es erstmal soweit dazu gewesen sein. Wie gesagt, nehmt gerne am Gewinnspiel noch von gestern teil und ansonsten sehen wir uns natürlich heute und morgen dann auf Twitch. Ich freue mich auf euch, ich hoffe, ihr seid da am Start und habt Zeit, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin am Start, ja, und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.